I talked this morning about how important questions of identity are today. Heute Morgen habe ich darüber gesprochen, wie wichtig Fragen nach Identität heutzutage sind. And that people are very confused in this area. Und dass die Menschen ziemlich durcheinander sind auf diesem Gebiet. Tonight I will actually add to that confusion. Heute Abend möchte ich diese Verwirrung noch steigern. You might think that you are participating in a Wort und Vision conference. Vielleicht denkt ihr jetzt, dass ihr an einer Wort- und Wissen-Konferenz teilnehmt. But from now on, in my view, you are all a bunch of secular students at the university in Sweden. Aber aus meiner Sicht seid ihr jetzt alle nur ein Haufen schwedischer Studenten an einer säkularen Universität. So I hope you can step into that identity of being a secular student. Hoffentlich könnt ihr das hinkriegen, in diese Identität zu schlüpfen, ein säkularer Student zu sein. And I'm here to present to you the person of Jesus. Und ich habe jetzt vor, euch die Person Jesus vorzustellen. So then I say to you, you really need some knowledge about the most influential person in world history. Und da sage ich zu euch, ihr müsst wirklich ein bisschen was wissen über die einflussreichste Person in der Weltgeschichte. As a secular person, you might think that you can just ignore Jesus from Nazareth. Als säkularer Menschen denkt ihr vielleicht, also um Jesus Christus brauche ich mich überhaupt nicht kümmern. But that is a total myth. Das ist ein Mythos. Because your own life and your own culture is heavily influenced by Jesus. Denn euer eigenes Leben, eure eigene Kultur ist ganz stark unter dem Einfluss von Jesus Christus. And if you don't have knowledge about this person, you cannot understand your own life. Und wenn ihr diese Person nicht kennt, dann könnt ihr euer eigenes Leben nicht verstehen. Think about how we structure a year. Denkt nochmal, wie wir das Jahr gestalten, aufteilen. A few months ago, our whole culture went into a frenzy state called Christmas. Ein paar Monate nur zurück ist unsere ganze Kultur in eine verrückte Zeit eingetreten, die wir Weihnachten nennen. It was visible in every city for a full month with all the lights and all the decorations. In jeder Stadt konnte man das sehen, einen ganzen Monat lang mit all den Lichtern und Dekorationen. Billions of euros were spent on celebrating Christmas. Milliarden Euro wurden dafür ausgegeben, einfach nur Weihnachten zu feiern. Well, that's this man's birth. Das ist die Geburt dieses Mannes. A few weeks ago, everyone was free and we could go, if we are Swedes, go north skiing. Ein paar Wochen zurück war jeder von uns frei und jeder von uns, der Schwede ist, also wir konnten nach Norden fahren und Skifahren. And that's because it's something called Easter. Das war, weil da irgendwas war, das heißt, glaube ich, Ostern. Well, that's this man's death. Das ist der Tod dieses Mannes. If you buy a calendar, every 7th day is red and the train, they are running on different times. Und wenn ihr einen Kalender euch kauft, jeder 7. Tag ist da rot markiert und die Züge fahren an dem Tag zu anderen Zeiten. It's because of the claims about his resurrection. Das ist wegen dieser ganzen Aussagen über seine Auferstehung. If you look at all the important institutions in our culture, Wenn ihr auf that you see in all our culture, can you repeat that? if you look at the most important institutions we have in our culture, they are all inspired by this man. Wenn ihr euch die wichtigsten Institutionen in unserer Kultur anschaut, sind alle durch diesen Mann inspiriert. Why do we care about the sick? Warum kümmern wir uns eigentlich um Kranke? That's not typical for human culture, I can assure you. Das ist nicht typisch für die menschliche Kultur, das kann ich euch versichern. It's because of this man and his care and his ability to heal. Das ist wegen dieses Mannes und seines Mitgefühls und seiner Fähigkeit zu heilen. Or think of the place we are in now, a university. Oder denkt mal dran, wo wir jetzt sind. Wir sind in einer Universität. Who started the universities? Wer hat eigentlich mit Universitäten angefangen? People inspired by this man and his belief in a creator God. Menschen, die an diesen Mann glaubten und an einen Schöpfergott. And we could go on and on and on to see how the ideas and life of this man has marked our culture still to this day. Und wir könnten die Liste immer noch weiter fortsetzen und feststellen, wie sehr dieser Mann unsere ganze Kultur geprägt hat.
So here's my challenge to you. Das ist jetzt meine Herausforderung an euch. You have a duty to study this most important historical person in order to be aware of yourself. Ihr habt die Pflicht, das Leben dieses wichtigsten Mannes zu studieren, einfach damit ihr euch über euch selber klar werdet. But then, of course, we immediately run into a problem. Aber dann haben wir natürlich sofort ein Problem. How on earth can we study someone who is not here any longer? Wie können wir uns mit jemandem beschäftigen, sein Leben studieren, der gar nicht mehr hier ist? This was a man living back in the 30s, not the 1930s, the 30s. Das ist jemand, der lebte in den 30ern, nicht den 1930ern, den richtigen 30ern. And we are here in 2021. Und wir sind hier im Jahr 2021. Well, that photo is not from 2021. Das Foto ist nicht aus 2021. Still young and promising. Sah noch jung und vielversprechend aus. So how can we bridge this gap? Wie können wir diese Lücke überbrücken, diesen This Abstand? is the basic problem of all historical study. How can we bridge the gap between the present and the previous? Das ist natürlich die Herausforderung für jede historische Studie. Wie können wir den Abstand zwischen damals und heute überbrücken? In 1 century's time, your life and my life will be a historical problem. Es wird eine Zeit geben, da ist dein Leben und mein Leben ein historisches Problem. Bad news, we will be dead. Die schlechte Nachricht ist, dann werden wir schon tot sein. But other people who want to know something about us, how can they bridge the gap between their present and our life now? Aber andere Leute, die dann am Leben sind und sich für uns interessieren, wie können sie diesen Abstand überbrücken zwischen ihrem Leben und unserem Heute? Well, they can bridge that gap if we have saved our Facebook messages. Sie können diesen Abstand überbrücken, wenn wir unseren Facebook-Account auch gut gespeichert haben. Or if there are other written sources about us. Oder wenn es irgendwelche anderen schriftlichen Quellen über uns gibt. And this is the key in all historical research. Do we have access to written sources? Und das ist der Schlüssel bei jeder Art historischer Studie. Haben wir Zugang zu schriftlichen Quellen? Then it is possible to bridge the gap. Dann können wir den Abstand, die Lücke überbrücken. And now I have really, really good news for you. Und jetzt habe ich eine richtig gute Nachricht für euch. We have highly interesting sources about Jesus from Nazareth. Wir haben total interessante Quellen über Jesus von Nazareth. And I'm actually holding them here in my Und hand. ich habe sie gerade in meiner Hand. It's the 4 Gospels Das sind of die- Matthew, Mark, Luke, and John. 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. And now I know you all were disappointed. Und jetzt, ich sehe schon, ihr seid alle enttäuscht. It sounded so good that we had historical sources, and then I'm coming with the Gospels. Also es hörte sich erst so gut an, wir hätten historische Quellen. Und dann komme ich mit den Evangelien. And since I've talked to a lot of people like you, I know you have so many objections. Und weil ich schon mit ganz vielen Leuten wie euch geredet habe, weiß ich, dass ihr jetzt ganz viele Abwehrhaltungen, Vorbehalte habt. So let me be a prophet and say what your objections are. Jetzt mache ich mal den Prophet und sage euch, was eure Vorbehalte sind. A number of you will say, the Gospels? But that's the Bible. Einige von euch werden sagen, die Evangelien, aber das ist die Bibel. I thought you had historical sources. Ich dachte, du hättest wirklich historische Quellen. I'm not interested in studying the Bible. Give me some historical material and I can read it. Ich bin nicht daran interessiert, die Bibel zu studieren. Gib mir mal was Historisches und dann können wir uns das anschauen. Good objection. Oh, guter Einwand. But let's do some thinking here. Aber jetzt denken wir mal nach an dieser Stelle. These 4 texts were actually not written as the Bible. Diese 4 Texte wurden nicht ursprünglich als die Bibel geschrieben. They are 4 separate historical sources from antiquity. Das sind 4 voneinander getrennte historische Quellen aus der Antike. The fact that they later on were collected into a collection of books we call the Bible does not undermine their status as a historical source. Die Tatsache, dass sie später mal zusammengestellt wurden in eine Zusammenstellung, die wir Bibel nennen, unterminiert nicht ihren Status als historische Quellen.
If you want to study antiquity, you need to read Josephus. Wenn ihr zum Beispiel die antike Geschichte studieren wollt, dann müsst ihr Josephus lesen. The easiest way is to buy the complete works of Josephus. Am einfachsten kauft ihr euch die gesammelten Werke von Josephus. Someone has collected all the writings of Josephus into one book. Irgendjemand hat alle Schriften von Josephus in ein Buch zusammengefasst. That does not mean that they have lost their historical value. It's still the same text. Das heißt ja nicht, dass sie dadurch ihren historischen Wert verloren haben. Es ist immer noch derselbe Text. It's the same with the Gospels. They were collected into what we today call the Bible because they were the earliest and best sources about Jesus. Genau dasselbe gilt für die Evangelien. Sie wurden zusammengestellt in ein Band, in eine Bibel, weil sie als die besten Quellen galten damals für das Leben von Jesus. So I'm not inviting you to study the Bible. Also ich lade euch jetzt nicht ein, die Bibel zu studieren. I'm inviting you to study one of the best sources from antiquity about Jesus from Nazareth. Ich lade euch ein, einige der besten Quellen über Jesus von Nazareth aus der Antike zu studieren. But, and here's objection number 2. Aber jetzt kommt Einwand 2. But the Gospels, they are religious, aren't they? Aber die Evangelien, die sind doch irgendwie religiös, oder? There's a lot of God and miracles and angels and stuff. Da geht es viel um Gott und Engel und Wunder und so Zeug. I'm not into religion. Also Religion ist nichts für mich. Give me some historical material and I can study it, but no religion. Gib mir irgendwas Historisches, das ich studieren kann. Okay, aber keine Religion bitte. Okay, I hear what you're saying. Also ich verstehe, was du sagst. But again, let's do some thinking. Und jetzt denken wir wieder nach. What do you think is typical for historical material before the period of the Enlightenment? Was denkst du, was ist typisch für historisches Material vor der Zeit der Aufklärung? All makes religious references. Alle Literatur vor der Aufklärung enthält Bezüge zu Religion. Because people believed in God or the supernatural or the spiritual. Denn die Leute glaubten an Gott oder Übernatürliches oder Geistliches. All sources from antiquity are religious in that sense. Alle Quellen aus der Antike sind in diesem Sinne religiös. Josephus believed in the God of Israel. Josephus glaubte an den Gott Israels. Tacitus and Suetonius and the other Roman history writers, they refer to the Roman gods. Tacitus, Sueton und die anderen römischen Geschichtsschreiber, die bezogen sich auf die römischen Götter. So you cannot dismiss a material just because it contains some religious material. Ihr könnt also nicht einfach historisches Material als nicht historisch wegschmeißen, bloß weil es was Religiöses enthält. Because then you have to dismiss everything from antiquity. Denn dann müsst ihr alles wegtun, was aus der Antike überliefert wurde. Let me give you here's a quote from a well-known historian, Ben Witherington. Hier kommt jetzt ein Zitat von einem bekannten Historiker, Ben Witherington. And he says, one thing that definitely distinguishes modern historiography from almost all forms of ancient historiography is that the ancients did not hesitate to include the divine or the supernatural in their narratives of historical events. Eine Sache, die definitiv moderne Geschichtsschreibung von fast jeder Art antiker Geschichtsschreibung unterscheidet, ist, dass die Ancients, die Leute früher, die Antike, nicht zögerte, göttliche oder übernatürliche Dinge in ihre Erzählungen, historische Ereignisse einzubeziehen. So here's an example, a very well-known event in antiquity. Hier kommt jetzt ein Beispiel, ein sehr bekanntes Ereignis aus der Antike. It's the 10th of January, the year 49 BC. Es war am 10. Januar des Jahres 49 vor Christus. And Julius Caesar stands with his soldier at the river Rubicon in the north of Italy. Julius Caesar stand mit seinen Soldaten am Fluss Rubicon im Norden Italiens. If he crosses the Rubicon, he will declare war against Rome. Wenn er den Fluss Rubicon überschreitet, dann bedeutet das, dass er Rom den Krieg erklärt. So he hesitates. He does not know if he should take that bold step.
Also er zögert, er ist sich nicht sicher, ob er diesen mutigen Schritt tun soll. Several of the historians from antiquity retells this story. Mehrere antike Historiker erzählen diese Geschichte. And one of them is Suetonius, who, by the way, mentions Jesus at one place. Einer von ihnen ist Sueton, der übrigens an einer Stelle Jesus erwähnt in seinen Schriften. And he says that Julius Caesar, was given a sign by the gods. He had a vision. Und Sueton schreibt, dass Julius Caesar ein Zeichen von den Göttern bekam. Er hatte eine Vision. And he saw a being playing on a musical instrument. Er sah ein Wesen, das auf einem Musikinstrument spielte. And he took that as a sign from the gods that he should cross the Rubicon. Und Caesar nahm das als Zeichen, dass er den Fluss Rubicon überqueren sollte. And it is at that time he told his soldiers, the die is cast. Das ist, als er seinen Soldaten sagte, die Würfel sind gefallen. Alea jacta est, Asterix. And he went over. Und er ging. So, what do historians do when they read a text like this? Was machen jetzt Historiker, wenn sie einen Text wie diesen lesen? With a reference to the gods. Da ist ja ein Bezug, also da werden die Götter erwähnt. Do they dismiss the whole text? Tun sie den ganzen Text ab als No. taugt nichts? Nein. Are they forced to accept Caesar's belief in this God? Ist der Historiker gezwungen, Caesars Glauben an die Götter zu übernehmen? No, of course not. Nein, natürlich nicht. Most of us are quite convinced that these gods are not real. Also die meisten von uns sind wahrscheinlich überzeugt, dass es diese Götter gar nicht gibt. But we can still gain historical information from a text like this. Aber wir können trotzdem historische Informationen aus einem solchen Text gewinnen. It's the same with the Gospels. Und genauso ist es mit den Evangelien. You are not forced to believe in the God that the Gospel describes. Ihr seid nicht gezwungen, an den Gott zu glauben, den die Evangelien beschreiben. And the miracles that are retold there. Und an die Wunder, die dort wiedergegeben werden. That's of course a philosophical question. We can discuss the existence of God and the possibility of miracles. Das ist eine philosophische Frage, die können wir diskutieren, ob es die Möglichkeit eines Gottes gibt und von Wundern. But regardless of what you think about God and miracles, you can still study the Gospels and get information about Jesus from Nazareth. Und unabhängig davon, was er von Gott denkt und Wundern, können wir die Evangelien studieren und etwas über Jesus von Nazareth daraus lernen. But, and here's maybe the most common objection. Aber, und jetzt kommt der möglicherweise häufigste Einwand. The Gospels are subjective, aren't they? Die Evangelien sind subjektiv, oder? They are written by his disciple, his friends, those who believed in him. Sie wurden doch von seinen Jüngern geschrieben, seinen Freunden, denen, die an ihn glaubten. Come on, this is propaganda. Das ist einfach nur Propaganda. It's manipulative. Das ist manipulativ. Give me some objective historical sources and I study them. Gib mir objektive historische Quellen und die werde ich dann studieren. I'm not interested in propaganda. Ich interessiere mich nicht für Propaganda. I share your perspective. Ich teile deine Perspektive, deine Ansicht. I would really, really like to have objective historical material. Ich hätte wirklich mal sehr gerne objektives historisches Material. Can anyone give an example of any such material? Kann irgendjemand mal ein Beispiel nennen von objektivem historischem Material? Well, if you start to think about it, you realize that everything written in history has some subjective aspects to it. Und dann wird uns klar, dass alles, was in der Geschichte mal geschrieben wurde, auch subjektive Elemente enthält. Josephus was subjective, Tacitus was subjective, I'm subjective, you are subjective. You cannot escape that. Sueton war subjektiv, ich bin subjektiv, ihr seid subjektiv, da gibt es kein Entkommen. All sources are written from one perspective instead of another perspective. Jede Quelle ist aus einer Perspektive herausgeschrieben und nicht aus einer anderen. And that is not always a bad thing. Und das ist nicht unbedingt schlecht. Let me give you an illustration. Ich gebe euch mal eine Illustration. I found this photo of the philosopher
Socrates. Ich habe dieses Foto des Philosophen Sokrates gefunden. You know, the world famous philosopher in Athens, 400 BC. Ihr wisst ja, der weltberühmte Philosoph, Athen, 400 vor Christus. If you go to a dictionary and read an article about Socrates, you will learn the following. Wenn ihr ein Lexikon aufschlagt und über Sokrates nachlest, dann werdet ihr das Folgende finden. He was a philosopher who became very popular amongst people like you, students in Athens. Er war ein Philosoph und er war sehr angesehen unter Leuten wie euch, Studenten. He had an interesting method of teaching by asking questions. Er hatte diese interessante Methode zu lehren, indem er Fragen stellte. He also had powerful enemies. Er hatte auch ziemlich mächtige Feinde. And they thought he was manipulating the youth. Und die dachten, der manipuliert die Jugend. And that he was not faithful to the gods of the city. Er war nicht gläubig hinsichtlich der Stadtgötter. So they condemned him to death. Deswegen haben sie ihn zum Tod verurteilt. And he was given a glass of poison, and he drank it, and he died. Er kriegte einen Giftbecher und er trank ihn und er starb. How do we know that? Woher wissen wir das? He didn't write one single word himself. Er hat kein einziges Wort selber schriftlich hinterlassen. We know that from 4 different sources. Wir haben 4 verschiedene Quellen dafür. A comedy writer, Aristophanes, he writes about Socrates. Ein Komödienautor, Aristophanes, er schreibt über Sokrates. Plato writes about Socrates. Plato schreibt über Sokrates. For 8 years he was a disciple of Socrates. 8 Jahre lang war er Schüler des Sokrates. And during a period of 50 years after Socrates' death, he wrote about his beloved master. Und für einen Zeitraum von 50 Jahren nach dem Tod seines geliebten Meisters schrieb er über Sokrates. And then it's Xenophon. Und dann Xenophon. He was an old friend of Socrates and also became his student. Das war ein alter Freund von Sokrates und auch sein Student. And 40 years after the death of Socrates, he wrote 3 friend books. Und 40 Jahre nach dem Tod des Sokrates schrieb er 3 Freundebücher. And then it's Aristotle, who was the disciple of Plato. Und dann war da noch Aristoteles, der war wiederum der Schüler von Plato. Now historians say 2 of those sources are better than the other. Historiker sagen, 2 dieser 4 Quellen sind besser als die beiden anderen. 2 of them are more important. 2 sind wichtiger. And those 2 are Plato. Und das sind Plato. Because he was the disciple of Socrates, so he knows the person. Denn er war der Schüler von Sokrates, also er kannte ihn. And it's Xenophon, because he was his friend. Und Xenophon, denn das war sein Freund. And you see where I'm going with this. Ihr wisst ja schon, worauf ich hinaus will. It's not a negative thing that we have information from the friends and disciples of Jesus from Nazareth. That's the positive thing. Das ist keine negative Sache, dass wir von den Freunden von Jesus über ihn erfahren. Das ist gerade positiv. The information comes from people with real knowledge. Die Information kommt von Menschen, die wirklich Bescheid wussten. If you are an author and you want to write a biography about someone, wenn ihr ein Autor wäret und die Biografie von einem Menschen schreiben wolltet, and that person you're writing about is dead, und die Person, über die ihr schreiben wollt, ist schon tot, who do you want to interview? Wen würdet ihr dann interviewen wollen? All people close to the person you want to write about. Alle, die der Person nahe standen, über die ihr schreiben wollt. Are they subjective? Sind die Yes. subjektiv? Ja. And at the same time, they are the best sources of information. Aber zugleich sind sie die besten Informationsquellen. Next objection. Und der nächste Einwand. And this is a more specific objection. Not everyone has it. Das ist ein bisschen eine spezielle Einwand. Nicht jeder hat den. But if you have studied theology or you have a friend who have studied theology, you know about it. Wenn du selber Theologie studiert hast oder einen Freund hast, der Theologie studiert, dann weißt du von diesem Einwand. Or in the Swedish setting, if you know
famous people like Jonas Gardell, who has promoted this view publicly, you know the issue. Und wenn ihr in Schweden wärt und Jonas Gardell kennen würdet, der seine Ansichten groß publiziert hat, dann wüsstet ihr kenntet ihr diesen Einwand. This is a theological objection. Das ist ein theologischer Einwand. That the Gospels are faith documents. Dass nämlich die Evangelien Glaubensdokumente sind. It was a specific trend within New Testament scholarship 100 years ago called form criticism. Vor 100 Jahren gab es einen speziellen Trend in der Theologie, der sich Formkritik nannte. Where theologians wanted to make a distinction between the Jesus of history, the real person, and the Christ of faith, whom the church proclaims. Als manche Theologen einen Unterschied machen wollten zwischen dem Jesus, der in der Geschichte, der gelebt hat, und dem Christus, den Christus des Glaubens, den die Kirche später verkündete. And the idea was that when we study the gospel, we are not in contact with the Jesus of history, only with the Christ of the church. Und die Aussage war, wenn wir die Evangelien studieren, dann sind wir nicht im Kontakt mit dem historischen Jesus, sondern mit dem Christus, den die Kirche verkündete. And this was the general opinion among scholars up until the 1990s, so quite recently. Und das war die allgemeine Auffassung von Theologen bis ungefähr 1990. So a lot of scholars said you cannot look at the gospel as real history writing. Viele der Gelehrten sagten, ihr könnt die Evangelien nicht als wirklich Geschichtsschreibung anschauen. It's not high and sophisticated literature, it's low literature. Es ist nicht eine komplizierte, abstrakte, hohe Literatur, das ist einfache Literatur. It's not real biography, people claim, but it's a cult legend. Es ist nicht, wie manche Leute behaupteten, richtige Biografien, sondern das sind Legenden, die aus einem Kultus stammen. Many famous theologians had this perspective. Here's Rudolf Bultmann. Viele berühmte Theologen hatten diese Ansicht, hier zum Beispiel Rudolf Bultmann. The Gospels are, quote, a unique phenomenon in the history of literature. Die Evangelien sind, Zitat, ein einzigartiges Phänomen in der Geschichte der Literatur. Zitat Ende. So you cannot compare it to biographies from antiquity. The Gospels are their own genre. Man kann die Evangelien nicht mit den Biografien aus der Antike vergleichen. Die Evangelien sind ein literarisches Genre ihrer eigenen Art. And that perspective, of course, made the Gospels quite uninteresting. Und diese Perspektive führte natürlich dazu, dass die Evangelien nicht für besonders interessant gehalten wurden. I'm not that interested in what the church were saying in the 70s or 80s or 90s. I'm interested in the person in the 30s, the real person, Jesus. Man würde vielleicht sagen, ich interessiere mich nicht für das, was die Kirche 70, 80, 90 über Christus erzählte. Ich bin an der wirklichen Person Jesus interessiert. But now something really revolutionary has happened within mainstream academic research. Und jetzt ist allerdings etwas wirklich Revolutionäres in der normalen theologischen akademischen Lehre passiert. It started by a British scholar, Richard Burridge, and his books, What Are the Gospels? A Comparison with Greco-Roman Biography. Das fing mit einem Buch eines englischen Historian or Theologian? Theologen an, Richard Burridge, was die Identifikation der Evangelien als ein Typus griechisch-römischer Biografie. So he shows very convincingly that the Gospels are biographies about Jesus. Er zeigt ziemlich überzeugend, dass die Evangelien Biografien von Jesus sind. And this has now become the consensus among New Testament scholars. Und das ist jetzt allgemein übereinstimmende Mehrheitsmeinung von gelehrten Theologen des Neuen Testaments. And I think this is so interesting. Das finde ich wirklich richtig interessant.
If you go into a bookshop and look at the top lists of the best-selling books, there is always biographies. Wenn ihr mal in einen Buchladen geht und mal guckt, was wird denn am häufigsten verkauft, oben auf der Liste sind immer Biografien. We love to read biographies of artists and politicians and famous influential people like Michelle Obama or other. Wir lieben es, Biografien zu lesen von Künstlern oder politisch einflussreichen Personen, Michelle Obama zum Beispiel. And here I have 4 biographies of the world's most influential person all time. Und hier habe ich jetzt 4 Biografien von der in der gesamten Weltgeschichte einflussreichsten Person. So here's my challenge. There's not one good reason for you not to study one of the Gospels. Und meine Herausforderung an euch ist also, es gibt nicht einen einzigen guten Grund, die Evangelien nicht zu studieren. Ancient biographies were different from modern biographies. Die Biografien in der Antike waren schon verschieden von modernen Biografien. They didn't care much about childhood. Zum Beispiel Kindheit, das interessierte die nicht besonders. You know, we think that childhood and family and upbringing and teenage years are so formative for the grown-up person. Wir denken, also die Kindheit und die Familie, das ist so prägend für die Person. They didn't think that in antiquity. In der Antike hat man nicht so gedacht. So many biographies in antiquity start just boom with a grown-up person when you start to have influence. Viele Biografien in der Antike starten einfach rums mit der erwachsenen Person, wo sie anfängt, öffentlich aufzutreten. Like the Gospel of Mark. Zum Beispiel das Evangelium, was Markus schrieb. Here starts the good news. And then Jesus is 30 years. Hier beginnt die gute Nachricht. Jesus ist schon 30 Jahre alt. Not a word about his background and childhood. Kein Wort über seinen Hintergrund, seine Kindheit. Or in biographies, you could start with a few snapshots about the parents and where the person was born, and then you moved to the adult life. Oder bei manchen antiken Biografien gab es schon so ein paar schnappschussartige Informationen über die Kindheit, die Eltern, aber dann geht es sehr schnell weiter zur erwachsenen Person. Like Matthew and Luke does. So wie Matthäus und Lukas das tun. Bart Ehrman is a very well-known New Testament scholar. Bart Ehrman ist ein sehr bekannter Gelehrter in Sachen Neues Testament. He's not a Christian. Ist kein Christ. He's highly critical towards the Gospels in many ways. Er ist sehr kritisch über die Evangelien in mehreren Hinsichten. But he still agrees with this. The Gospels are best seen as a kind of Greco-Roman, as opposed to modern, biography. Die Evangelien werden am besten angesehen als eine Art griechisch-römischer Biografie im Unterschied zu modernen Biografien. So there is really an agreement. These are biographies about Jesus. Also es gibt hier schon eine Übereinstimmung. Das sind wirklich Biografien von Jesus. We could have looked into a number of other objections, but time is running out. Wir könnten jetzt noch ein paar mehr Einwände uns vorknöpfen, aber die Zeit läuft. My point here is that we should evaluate the gospel in the same way we evaluate other sources from antiquity. Das, was ich hier sagen will, ist, wir sollten die Evangelien auswerten in derselben Art, wie wir andere Quellen aus der Antike auswerten. How are sources evaluated, sources from antiquity? Wie werden denn Quellen aus der Antike ausgewertet? Well, there are a number of criteria that everyone uses when they evaluate the reliability of a historical source. Da gibt es so ein paar methodische Punkte, die jedermann anwendet, wenn er eine historische Quelle abklopft. One is the question of date. How early is this source? Eins ist zum Beispiel Zeitpunkt. Wie früh ist die Quelle? What is the distance between the event or person and the source that retells what happened? Wie groß ist der zeitliche Abstand zwischen der Quelle und dem, worüber sie erzählt? Second is,
Who wrote this? Und zweitens, wer hat es denn geschrieben? How did the person get his information? Und wo hat er seine Informationen her? What's the source behind this? Was ist die Quelle hinter seinen Informationen? Were they self-present? War der Autor selber dabei? Or have they interviewed persons that were present? Oder hat er jemanden interviewt, der dabei war? Or are they further removed from what actually happened? Oder ist der Autor weiter weg von dem, was er beschreibt? And then they ask, how many sources do we have? Und dann wird gefragt, wie viele Quellen haben wir denn? One source is of course wonderful compared to zero. Eine Quelle ist natürlich schon ganz prima, verglichen mit 0 Quellen. But still, if we only have one source, there will always be questions, can we trust this source? Aber trotzdem, wenn wir nur eine Quelle haben, dann wird die Frage immer im Raum bleiben, können wir dieser Quelle vertrauen? If we have several sources that says the same things, then we are on secure grounds. Wenn wir mehrere Quellen haben, die dasselbe sagen, dann sind wir auf sicherem Boden. And then historians look for confirmation. How does the information in the source fits in with our general knowledge? Und dann geht es noch um Bestätigung. Zum Beispiel die Frage, wie passt denn die Information, die wir da haben, mit unserem allgemeinen Wissen zusammen? Let me very quickly say something about those 4 points. Ich will mal schnell diese 4 Punkte durchgehen. The Gospels are not possible to date exactly to a specific year, Man kann die Evangelien nicht auf ein ganz bestimmtes Jahr datieren, but there is agreement that they are very early sources from the 1st century. aber da besteht Übereinstimmung, dass es sehr frühe Quellen sind, nämlich aus dem 1. Jahrhundert. They are written, if we follow the majority of scholars, between 30 and 60 years after the death of Jesus. Also sie wurden wohl, wenn wir den Gelehrten folgen, 30 bis 60 Jahre nach dem Tod Jesu geschrieben. You can argue for an even earlier date, Man kann sogar ein früheres Datum beanspruchen, but it does not make a big difference, aber das macht keinen großen Unterschied. because this is still extremely early. Denn das ist immer noch extrem früh. 30 years, if Mark is written in the 60s, that's really close. Wenn Markus zum Beispiel in den 60ern geschrieben hat, 30 Jahre danach, das ist wirklich dicht dran. Because all the eyewitnesses are still alive when it's written. Denn zum Beispiel die Augenzeugen leben alle noch. während Compare es that, geschrieben wird. compare that to the best sources we have of Alexander the Great. Das vergleichen wir mal mit den besten Quellen, die wir über Alexander den Großen haben. They are 400 years after the event. Die sind 400 Jahre nachdem er lebte. Information about the numbers of the Roman emperors is 100 years removed. Die Information, die wir über die römischen Kaiser haben, die ist 100 Jahre später geschrieben. So we are in a very interesting situation that we have early sources and the authors of those sources were contemporaries with Jesus himself. Also wir haben die besondere Situation, dass wir frühe Quellen haben und die Autoren waren Zeitgenossen Jesu. 2 of them were actually eyewitnesses themselves, namely Matthew and John. 2 waren sogar Augenzeugen, nämlich Matthäus und Johannes. 2 of them were not eyewitnesses, but interviewed eyewitnesses. 2 von ihnen waren keine Augenzeugen, aber sie haben Augenzeugen interviewt. We know from very early sources that Mark was the interpreter of Peter. Wir wissen aus sehr frühen Quellen, dass Markus der Übersetzer von Petrus war. So the Gospel of Mark has its content from Peter. Das heißt, der Inhalt des Markus-Evangeliums kommt von Petrus. And Luke himself starts his Gospel with telling that he has interviewed eyewitnesses. Und Lukas beginnt sein Evangelium damit, dass er sagt, dass er Augenzeugen gesprochen hat. In terms of numbers, we have here 4 different sources. Was die Anzahl angeht, wir haben hier offensichtlich 4 verschiedene Quellen. And the technical term here is multiple attestation. Und der historische Fachbegriff ist multiple Bezeugung. This means we are in a very interesting situation with 4 biographies of Jesus that overlaps and confirms each other on so many points. Das heißt, wir haben hier die spannende Situation, dass wir 4 überlappende Berichte, Biografien haben. And finally, confirmation. Und dann Bestätigung. There are hundreds of points of information in the Gospels that are confirmed. Es gibt hunderte von
Informationsbits in den Evangelien, die von anderswoher bestätigt werden. In terms of the political structure in Jerusalem and Judea and Galilee. Zum Beispiel, was die politischen Gegebenheiten in Judäa, Galiläa zur damaligen Zeit angeht. In terms of religion with the Pharisees and the Sadducees and the Zealots. Oder was die religiöse Situation angeht, die Pharisäer, die Zeloten, die Sadduzäer, die gab es wirklich. Or in terms of geography, of the cities and villages and rivers and lakes and mountains that are mentioned. Oder die geografischen Dinge, die erwähnt werden, die Flüsse, die Städte, die Berge und so weiter. And we can go on and look into many, many different areas where information in the gospel fits very well what we know from other sources. Und wir könnten noch viele andere Punkte herausgreifen, wo die Information in den Evangelien ganz hervorragend in das hineinpasst, mit dem übereinstimmt, was wir von anderswoher wissen. I want to end by highlighting a rather new area where the Gospels are confirmed. Ich möchte jetzt noch ein relativ neues Gebiet hervorheben, wo die Information aus den Evangelien bestätigt ist. It started with a research project done by Tal Ilan, who is a professor at the University of Berlin. Es begann mit Studien, die Tal Ilan begann, eine Professorin für jüdische Geschichte an der Universität Berlin. And she documented all Jewish names from the time before Jesus and after Jesus in our written sources. Sie hat alle Namen dokumentiert, die man in schriftlichen Quellen findet, alle Namen, die in Dokumenten und Inschriften vor und nach Jesu Zeit vorkamen. 3,000 names, like a telephone book from antiquity. 3000 Namen, so wie ein Telefonbuch aus der Antike. That new information was then processed by Richard Borkham, who is professor of New Testament in England. Und diese Information in dem Buch von Thailand, die wurde dann von Richard Borkham untersucht. Er ist ein Professor für Neues Testament in den USA. And he published a marvelous book called Jesus and the Eyewitnesses. Und er hat ein ganz wunderbares Buch herausgeschrieben, Jesus und die Augenzeugen. If you take the names of males in Israel, here you have the most common names. Wenn ihr die Namen für Jungs nehmt, für Männer aus Israel, hier habt ihr jetzt die häufigsten Namen von damals. So Simon was the most popular name in Israel. Simon war am geläufigsten als Name. For boys. For girls, we know without any statistics, I think if we've studied the Bible, we know what the most common female name was. It was, of course, Mary. Für Mädchen brauchen wir keine Statistik, um aus dem Neuen Testament zu erkennen, welches der häufigste Name war, nämlich Maria. So what happens if a name is very common and a lot of people are carrying the same name? Was passiert denn, wenn viele Leute denselben Namen tragen, weil der Name einfach sehr häufig ist? In a school class, for example, when 2 or 3 pupils are having the same name. Zum Beispiel in einer Schulklasse, wenn 2, 3 Leute denselben Namen haben. You have to use nicknames. Dann müsst ihr Spitznamen benutzen. Some identification that separates one Mary from another Mary. Irgendwas, das die eine Maria von der anderen unterscheidet. And we find that in the Gospels, of course. Mary, the mother of Jesus. Mary from Magdalene. Mary, the mother of James. Das finden wir ja in den Evangelien. Maria, die Mutter Jesu. Maria von Magdalena. Maria, die Mutter des Joses. In terms of the male names, now we know that Simon was the most common name. Also für Jungs wissen wir, Simon war der geläufigste Name. Now here's some interesting things. Jetzt kommt was Interessantes. In the Gospel, we meet someone called Simon, but he's given a nickname called Peter. Und in den Evangelien, da begegnet uns einer, der heißt Simon, aber er wird mit Spitznamen Peter genannt. And there is another Simon, Cananias. Und dann gibt es noch einen Simon, den Kananäer. And another Simon, the leper. Und noch einen Simon, der Aussätzige. And another Simon, he from Cyrene, the father of... Und dann gibt es noch Simon von Kyrene, den Vater des... And Simon the Zealot. Und dann noch Simon der Zelot. So you see,
all with the name Simon have a nickname. Alle, die Simon heißen, haben einen Spitznamen. And now we know that Simon was the most common name. This fits together. Und gleichzeitig wissen wir, Simon war der häufigste Name. Das passt einfach zusammen. And Borkham shows very interestingly how this works in Matthew 10 when Jesus calls the 12 disciples. Borkham zeigt, wie sich das auswirkt in Matthäus 10, wo Simon, der Petrus genannt wird, und sein Bruder Andreas vorkommen. And in the list I will show you here, there will be a parenthesis with a number. Ich werde euch jetzt eine Liste zeigen und da wird es eine Bindestriche geben, eine Klammer mit einer Zahl drin. And that is the number on the 99 list of the most popular names. Und das ist die Zahl, welche Position bei den 99 häufigsten Namen ein Name einnimmt. So Simon, most popular name in Israel, a nickname, who is called Peter. Simon, Nummer 1, wird Petrus genannt. And his brother Andrew, not even on the 99 list. Und sein Bruder Andreas. Andreas war nicht mal unter den 99 häufigsten Namen. Because that's a Greek name. Denn das ist ein griechischer Name. Very uncommon. Ziemlich ungewöhnlich. James, place number 11. Jakobus war Nummer 11 auf dieser Liste der 99 häufigsten Namen. Quite common name, so a nickname or an identification, son of Zebedee. And his brother John, place number 5. Und bei Jakobus wird, um ihn richtig zu identifizieren, hinzugefügt, Jakobus, der Sohn des Zebedäus. Und Johannes, das ist Nummer 5 auf dieser Liste. And he's already identified by being told it's the brother. Und da steht als Identifikationsmerkmal der Bruder, nämlich von Jakobus. Philip, uncommon name, place number 61, no identification. And Bartholomew, place number 50, uncommon name, no identification. Und jetzt Philippus, Nummer 61, nicht besonders häufig. Bartholomäus, Nummer 50, auch nicht besonders häufig. Beide auch ohne extra Identifikationsmerkmal hinter dem Namen. Thomas, not even on the 99 list, no identification. And Matthew, common name in Israel, place number 9, the tax collector, an identification. Thomas, wieder einer der seltenen Namen, ohne Identifikationsmerkmal. Matthäus, Nummer 9 auf dieser Liste, hier wird wieder ein Zusatz angefügt, der Zolleinnehmer. James, again, common name, place number 11, an identification, the son of Alphaeus. And Thaddeus, uncommon name, place number 39, no identification. Und jetzt wieder Jakobus, ziemlich häufiger Name, Identifikation, der Sohn des Alphaeus. Thaddäus, seltener Name, nichts dazu gesagt. Simon, most common name in Israel, place number 1, an identification, the zealot. And Judas, place number 4, common name in Israel, Iscariot. Und genau wieder bei Simon, Nummer 1, der Zelot Judas, sehr häufiger Name, Nummer 4, Iskariot. So you see the pattern, it's absolutely coherent. Ihr seht das Muster, absolut zusammenhängend. And this is one of many, many indicators that the authors really knew what they were writing about. Und das ist einer der vielen Hinweise, dass die Autoren der Evangelien wirklich wussten, worüber sie schreiben. So my summary here about the gospel as historical material is that the gospel match very well other sources from antiquity that we take seriously. Also zusammenfassend, was ich hiermit sagen will, ist, die Evangelien passen sehr gut zu anderen Quellen aus der Antike, die wir ernst nehmen. Passen sehr gut zu anderen Quellen aus der Antike, die wir ernst nehmen. So a rhetorical question is, what do they have, those other sources that we take seriously, what do they have that the Gospels don't? Und was ist jetzt bei den anderen Quellen, die wir ernst nehmen, anders als bei den Evangelien, sodass wir die einen ernst nehmen und die anderen nicht? Rhetorische Frage. So I think that we, from a strictly historical point of view, can affirm what Peter wrote in his second letter. Aus einer einfach historisch-wissenschaftlichen Perspektive können wir bestätigen, was Petrus in seinem zweiten Brief schreibt. And he's here referring to one specific event in the life of Jesus, the Transfiguration. Er bezieht sich hier auf ein ganz spezielles, ein spezifisches Ereignis im Leben Jesu, nämlich die Verklärung. And
Peter writes, "We did not follow cleverly invented stories when we told you about the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of his majesty." Wir sind nicht klug ausgedachten Geschichten gefolgt, als wir euch über die Macht und das Wiederkommen unseres Herrn Jesus Christus erzählten, sondern wir waren Augenzeugen seiner Herrlichkeit. Thank you very much for being so patient students. Not all secular students are that patient. Danke, dass ihr so geduldige Studenten seid. Nicht alle säkularen Studenten sind so geduldig. And you're allowed to switch back to your normal identity. Ihr könnt jetzt in eure normale Identität zurückgehen. And if you still have some energy, I'm open for some Q&A and questions about my presentation. Und wenn ihr noch ein bisschen Energie übrig habt, ich bin gerne bereit für Fragen und Diskussionen über diesen Vortrag.